Energiekrise, Inflation, Rezession 2022 war eine Katastrophe. Aber 2023 wird wirklich spannend für dein Geld. Aber was wird jetzt konkret 2023 besser für mein Geld? Erster Punkt, Energiekrise. Wie man in der Grafik sieht, das ist bei uns noch nicht angekommen beim Endverbraucher, aber der Großhandelspreis für Erdgas in Europa, auch der globale Ölpreis, ist zurück aktuell Ende 2022 auf den Preisniveaus von Beginn 2022, vor dem Ukraine-Krieg. Großhandelspreise, das ist noch nicht beim Endverbraucher angekommen, aber genau das folgt jetzt dann auch noch im Laufe von 2023 voraussichtlich, dass diese Preisrückgänge, die wir schon seit Monaten sehen bei den Großhandelspreisen, jetzt 2022 dann auch beim Endverbraucher sukzessive ankommen. Das hat auch Konsequenz für die Inflationsrate. 22 massiver Inflationsanstieg auf 10%, weil Energiepreise im Jahresverlauf immer höher nach oben. Wenn die jetzt auch nur aufhören zu steigen, bleiben, wo sie jetzt sind, sehen wir kommendes Jahr, wie hier auf der Grafik zu sehen, einen rasanten Rückgang der Inflationsrate. Nicht, weil was billiger wird, aber weil es nicht nochmal so viel teurer wird. Die Inflationsrate misst ja nur die Preisveränderung zum Vorjahr. Da sieht man ebenfalls aus unserer Sicht bereits eine Gipfelbildung und einen starken Inflationsrückgang im kommenden Jahr. Die Europäische Zentralbank erwartet Richtung 3–4% Inflation Ende 2023, was immer noch mehr ist, als sie gerne hätte, aber deutlich besser als die 10%, wo wir aktuell uns noch in etwa befinden. Heißt das dann, dass Zinsen auch sinken? Ja, das wird sich wahrscheinlich noch nicht ausgehen, weil die Inflationsrate nicht schnell, nicht weit genug zurückgeht für die Europäische Zentralbank. Aber auch hier aus unserer Sicht was Positives fürs kommende Jahr. Die massiven Zinsanhebungen, die wir heuer gesehen haben, von Minus auf plus 2% aktuell bei der Europäischen Zentralbank, die werden jetzt zwar noch ein paar Monate weitergehen. Der Markt erwartet aktuell 3% Zinsen in ein paar Monaten, aber da ist dann zumindest Schluss und die Zinsen steigen zumindest nicht mehr weiter an. Und diese 3% sind auch schon allgemein erwartet, sowohl vom Anleihenmarkt als auch vom Aktienmarkt. Also diese letzten paar Zinsanhebungen sollten keine großen Auswirkungen haben, weil sie bereits eingepreist sind. Das sind aber jetzt positive Vorzeichen für Anleihen und Aktien. Genau, das ist der Punkt. Das Jahr startet noch nicht toll, aber so wie sich letztes Jahr diese ganzen Faktoren laufend immer mehr verschlechtert haben und damit für sehr miese Aktien- und Anleihenmarktperformance gesorgt haben, genau diese Faktoren sollten sich im Laufe des kommenden Jahres sukzessive verbessern. Heißt für Anleihenmärkte zum Beispiel konkret, wenn der Markt schon erwartet, die Zinsen werden bald bei 3% sein in der Eurozone, entsprechend bekommt man jetzt schon bei guten Unternehmensanleihen rund 4% Rendite, wenn man diese Anleihen auf diesen Kursniveaus jetzt kauft. Für schlechte Unternehmensanleihen sogar über 7%. Das sieht man dann auch bei entsprechenden Anleihenfonds zum Beispiel. Also auf der Anleihenseite deutlich besserer Ertragsausblick fürs kommende Jahr. Und für den Aktienmarkt ist natürlich vor allem der Konjunkturausblick interessant. Gleiches in grün. Der Konjunkturausblick hatte sich 2022 immer mehr verschlechtert, je mehr das Jahr fortschritt. Dahin, dass wir aktuell sogar in einer Rezession uns befinden. Das musste der Aktienmarkt einpreisen, verdauen, entsprechend massive Kursrückgänge. Jetzt starten wir 2023 bereits in einer Rezession in der Eurozone. Das ist allgemeiner Konsens, das sieht man auch in den Daten. Was wird der Ausblick für das kommende Jahr bringen? Das Starten als eine Rezession, sich der Konjunkturausblick immer mehr verbessert im Laufe des Jahres. Eigentlich wird 2023 das Jahr, wo die Konjunkturerholung beginnt. Auch wenn wir Anfang des Jahres noch in einer Rezession starten, was üblicherweise dann auch für Aktienmärkte ein sehr guter Rückenwind für die mittelfristige Entwicklung ist. Und Stichwort Rezession. Rezession heißt nicht automatisch Katastrophe. Man sieht das vielleicht in der Grafik ganz gut. Was man hier sieht, ist die Wirtschaftsleistung der Eurozone im Zeitverlauf. Der erste starke Einbruch, das war die Corona-Krise vor 2 Jahren. Wir hatten gerade eine katastrophale Rezession vor 2 Jahren hinter uns. Man sieht, wie stark hier die Linie eingebrochen ist, die Wirtschaftsleistung eingebrochen ist. Die aktuelle Rezession schätzt die Europäische Zentralbank zumindest aktuell so wie hier auf der Grafik. Man sieht es kaum mit freiem Auge. Sie rechnet so mit einem halben Prozent BIP-Rückgang über 2 Quartale. Wenn das so kommt, ist das harmlos als Rezession. Und wichtig nochmal, wichtig der Ausblick. Wir starten, im Unterschied zum letzten Jahr. Letztes Jahr, wir haben gestartet, alle haben gedacht, es wird ein wunderbares Wirtschaftswachstumsjahr. Und jetzt enden wir mit einer Rezession in der Eurozone. Und das sieht man auch bei der Aktienmarktentwicklung. 23, was das betrifft, zumindest genau umgekehrt. Wir starten jetzt in einer Rezession, alle reden von Rezession seit 2023. Im Laufe des Jahres kommen wir aber höchstwahrscheinlich raus aus der Rezession. Mittelfristig ist so eine Konjunkturerholung eigentlich der stärkste Treiber, dann auch für Aktienmärkte. Insofern ein Haufen Faktoren, wo wir denken, dass sie Mut machen, auch für dein Geld für 2023.